Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mir. Heute haben wir den zweiten Teil von Wildes Fleisch, die Behandlung. Unser kleiner Patient ist wieder hier. Man sieht, das wilde Fleisch hat einen ordentlichen Blutrand. Leider ist es so, dass wir einen kleinen Rückschlag haben. Seine Schwester ist ihm auf dem Zeh rumgehoppt. Ist jetzt nicht gerade förderlich, weil durch diese Quetschung hat das wilde Fleisch zum Bluten begonnen. Und das sieht jetzt echt nicht so dolle aus. Deswegen machen wir es nochmal sauber alles. Nach dem Saubermachen nehme ich die Hautzange und ziehe quasi den Teil, der oben verhärtet ist, auf dem wilden Fleisch, ziehe ich ab. Das lässt sich immer schön ablösen, so in Schichten. Man guckt natürlich, dass das Ganze nicht zu bluten beginnt. Daneben ist auch so leicht klebriges Wundsekret. Das versuche ich auch wegzumachen. Man sieht auch, wenn man beim wilden Fleisch etwas fester ankommt, fängt es sofort zum Bluten an. Natürlich muss man die Blutung danach stillen. Das heißt, eine Zeit lang warten, immer wieder wegtupfen. Und sauber machen das Ganze. Mit dem Doppelinstrument gucke ich unter das wilde Fleisch, ob die Nagelkante noch schön gerade ist und keine Fransen macht. Manchmal ist es der Fall, dass der Nagel unter dem wilden Fleisch aufgeweicht ist und einreißt und somit neue Kanten entstehen. Um das zu verhindern, muss man halt drunter gucken, ob die Nagelkante wirklich schön noch gerade ist, damit das kein zusätzlicher Störfaktor unter dem wilden Fleisch ist. Natürlich mit Wunddesinfektionsmittel alles wieder schön sauber machen. Man sieht auch schön, dass hier als unter der Ecke, also unter dem wilden Fleisch, dass der Nagel abgelöst ist. Mit dem Doppelinstrument kann man da schön drunter fahren und manchmal ist auch nur so leicht eitriges Sekret drunter. Das muss man halt dann vorsichtig rausholen, dass man nicht in das wilde Fleisch reinsticht. Der Nagel an und für sich gehört natürlich auch geschnitten, weil wenn der Nagel zu lange ist und drückt es von vorne auf den Nagel drauf, ist auch nicht gerade förderlich für die Wundheilung. Und wenn das Ganze etwas abgetrocknet ist, kann man dann noch sehen, dass noch ein bisschen harte Haut auf dem wilden Fleisch ist. Das ziehe ich nochmal ab. Man sieht auch sehr schön, dass das wilde Fleisch nicht mehr so schwammig ist. Es wird schon langsam fester. Das ist gut so, weil der Körper beginnt jetzt, dass er das wilde Fleisch zurückbaut. Das wollen wir ja auch damit erreichen, dass wir das Ganze austrocknen. Das Ganze müssen wir natürlich auch wieder tamponieren. Dieses Mal habe ich eine größere Tamponade
Und ihr werdet sehen, dass auch so eine große Tamponade da drinnen Platz hat. Umso weiter wir das wilde Fleisch vom Nagel oder von der Nagelkante entfernen, umso besser ist es. Und mit der Tamponade, die stoppen wir da schön drunter. Und legen sie dann vorn um die Ecke rum. Man sieht hier schön, dass es um die Kante rumgeht, denn so schützt man die Nagelkante schön vorm wilden Fleisch und es kriegt auch weniger Druck und wir haben dann mehr Platz. Jetzt sprühe ich die Tamponade nochmal ein mit Wunddesinfektionsmittel, die saugt sich dann voll damit. Jetzt kommt natürlich unser Puder wieder drauf und der Verband drüber. Was ich diesmal nicht gemacht habe, ist es mit dem Tape wegziehen. Da der Junge sehr schwitzt an den Zehen, hält das Tape leider nicht. Und mir ist eigentlich noch kein Pflaster bekannt, was bei sehr stark schwitzenden Füßen hält. Muss ich noch rausfinden, was das für eins ist. Nach dem Verband anlegen haben wir auch die Schuhe mal angeguckt und haben dabei festgestellt, dass die Schuhe zu klein sind. Der Verband trägt ja auch auf und dann kommt ja der Zehenkeil ja auch noch dazwischen. Und deswegen muss der Junge jetzt eine Schuhnummer größer tragen, damit er eben vorne noch mehr Platz hat. Die Anleitung für die Eltern ist wieder dieselbe wie letztes Mal. Das heißt, sauber machen, dann die Tamponade reinmachen, das Puder drauf und verbinden, dann den Zehenkeil reinmachen und eben so gut es geht offene Schuhe tragen oder eben die Schuhe, die eine Nummer größer sind. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und jedes Mal, wenn der Junge zur Behandlung kommt, mache ich für euch ein Video, damit dass wir eine fortlaufende Reihe kriegen. Dann seht ihr auch schön den Verlauf, wie das Ganze mit, kann sein Rückschlägen oder auch Fortschritten. Wir werden es dann sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Also abonnieren nicht vergessen und die Glocke klicken. Habt ihr irgendwelche Anregungen, vielleicht Tipps auch für mich, was ich besser machen könnte? Schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Andrea. Tschüss.